Hallo meine Lieben, heute habe ich etwas für euch, was ich euch im Silhouette Studio noch nicht gezeigt habe, und zwar geht es um die Strasssteine. Und das geht natürlich nicht nur für diejenigen, die jetzt einen Silhouette Plotter haben, sondern eben wenn ihr das Silhouette Studio die Business-Version habt, dann könnt ihr das Ganze auch als SVG exportieren und es dann auch mit dem Brother Plotter oder auch mit dem Cricut Plotter verwenden. Ich werde das Ganze eben mit der Cameo heute machen, aber mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich selber habe mir hier gleich so ein Kit gekauft, so ein Rhinestone Starter Kit, weil ich dachte, das geht am einfachsten, dass ich alles gleich drin habe. Und da drinnen haben wir das Material, was ihr als Schablonen verwendet, 2 davon. Dann Übertragungsfolie, auch 2 davon. Dann noch so Kartons 2, wo ihr die Schablone dann draufkleben könnt. Dann gibt es hier noch so einen Gutschein für 10 exklusive Designs, eine CD, ne? Wer auch immer noch ein CD-Laufwerk hat, ein Ideenbuch, dann hier diesen Schaber, mit dem ihr die Strasssteine in die Schablone hineinschiebt, und dann hat es noch 3 Beutel an Strasssteinen, schwarz, durchsichtig und rosa. Kurz gucken, was für welche das sind. Das sind 10 SS. Das ist wichtig, dass auch wenn ihr sowas kauft, ne, dass ihr guckt, welche Größe. Das 10 SS steht für die Größe der Strasssteine. Und die sind so von der Größe her, sehen die so aus. Wie gesagt, ich habe das Ganze gleich als Kit gekauft, aber das könnt ihr auch einzeln kaufen. Ne? Hier Strasssteine 6 SS, Strass 10 SS, 20 SS, hier eben auch das Starterpaket, dann das Transfertape. Da sind 7 Blatt drin und das könnt ihr auch mehrfach verwenden. Ne? Das ist nicht nur einmal verwendbar. Dann die Schablone mit Transferfolie. Ne? Ihr seht, das könnt ihr alles selber kaufen. Brother hat selber sogar noch selber so ein Kit für die Scan & Cut CM und die DX-Serie. Ne? Auch das eine Möglichkeit, aber eben ich zeige es euch im Silhouette Studio, wo ihr dann, wenn ihr die Business-Version habt, das ganz einfach exportieren könnt und dann auf das Plotterprogramm importieren könnt, was ihr verwendet. Bevor wir auf den PC rübergehen, wollte ich euch noch zeigen, was die Idee ist. Ich habe hier so eine kleine Geschenktüte aus Stoff genäht, nach oben mit diesem Verschluss. Wenn ihr gerne wissen möchtet, wie ihr sowas selber nähen könnt, da verlinke ich euch ein Video. Aber meine Idee ist, hier vorne so ein Herz drauf zu machen. Ich bin kein Fan jetzt von riesengroßen Designs mit Strasssteinen. Das ist nicht so ganz mein Ding, aber so kleine Sachen finde ich ganz süß. Und ich werde es auch nicht ausfüllen, sondern ich werde nur die Außenlinie machen. Das ist die Idee für hier drauf, und da werde ich diese silbrigen, durchsichtigen nehmen und nicht farbig. Von dem her nehme ich die hier. Aber wie ihr das Design anlegen könnt, was auch immer ihr machen wollt, wie ihr das machen könnt, das gucken wir uns jetzt auf dem PC an. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, und zwar habe ich hier so einen kleinen Hasen, das habe ich ganz einfach eingezogen als PNG und das nachzeichnen lassen hier mit der Nachzeichnen-Funktion. Dann habe ich ein Herz, das habe ich hier ganz einfach aus den Formen heraus gemacht. Ne? Hier habt ihr das Herz. Und dann habe ich noch einen Schriftzug, da habe ich ganz einfach Text eingefügt. Und das hier ist jetzt, das habe ich genommen, Arial, aber groß. Und das Strasssteinfenster, ich markiere jetzt mal kurz hier den Hasen. Das Strasssteinfenster findet ihr hier. Sieht auch so ein bisschen aus wie ein Strassstein.
Dann könnt ihr das öffnen und da habt ihr die Möglichkeit, keine, dann habt ihr den Rand, dann habt ihr eine lineare Füllung, eine radiale Füllung, dann habt ihr eben die Größe eurer Strasssteine und bei mir sind es wie gesagt die 10SS und das könntet ihr auch manuell eingeben. Dann den Abstand zwischen den Strasssteinen, den könnt ihr beeinflussen. Ihr könntet Sachen auch freihand zeichnen, das mache ich nicht, sondern ich werde da die Formen verwenden. Glitzersteine freigeben macht ihr erst ganz am Schluss und hier unten habt ihr dann auch die Anzeige, sobald ihr da was auswählt, wie viele Strasssteine das nutzen würde. Jetzt habe ich hier den Hasen markiert. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht es aus, wenn ich nur den Rand mache. Das würde so aussehen. Ne? Je größer ist natürlich besser. Wenn ich es linear fülle, erkennt man den Hasen auch, würde ich sagen. Und radial, ja, ich würde sagen linear. Könnt ihr so ein bisschen gucken, was euch am besten gefällt. Was ihr auch machen könnt, ist eben hier den Abstand zu ändern. Wenn ich den jetzt aber runternehme, dann laufe ich Gefahr, dass die Strasssteine sich so ein bisschen überschneiden und das sollte nicht der Fall sein. Das heißt, die wird hier wirklich bei diesen 1 mm bleiben. Höchstens, ihr könntet auch größer gehen vom Abstand her, wenn ihr sehr große Designs habt. Und jetzt könnt ihr das immer noch bearbeiten, indem ihr hier rausklickt und dann könnt ihr hier die einzelnen Steine nehmen und die noch ein bisschen verschieben, wenn euch das Ganze nicht so ganz gefällt, wie es angelegt wurde. Da habt ihr noch die Möglichkeit. Und wenn ihr ein bisschen besser sehen wollt, wie das aussieht, könnt ihr das Ganze natürlich auch füllen. Mir mal so eine Farbe. Dann seht ihr es auch so ein bisschen besser, wie das aussieht. So könnt ihr eigene Formen mit den Strasssteinen ausfüllen. Dann bei der Schrift, auch da können wir sagen, zum Beispiel Rand, wir können sagen Füllung, linear oder radial. Ich würde sagen, lineare Füllung funktioniert bei der Schrift eigentlich am besten, aber sie ist definitiv zu klein. Also da müsst ihr mal auch so ein bisschen angucken, wie groß euer Design ist, weil wenn ich das größer mache und das freigebe und die Steine kurz ausfülle, dann seht ihr auch besser, kann man es lesen oder kann man es nicht lesen. Dann könnt ihr immer noch Sachen verschieben. Hier, ich finde, das alles ohne das F ist relativ gut lesbar, aber ich würde jetzt die hier noch ein bisschen verschieben. Jetzt habe ich 2 nicht erwischt, und zwar den und den hier. Dann wäre das schon ein bisschen besser lesbar. Das heißt, so könnt ihr die Designs dann auch noch verändern. Das, was ich verwenden werde, ist dieses hier. Jetzt gehe ich hier kurz hin und gruppiere die und schiebe die aus dem Bild raus. Weil was ich verwenden will, ist dieses Herz. Und zwar ist es ungefähr 5 cm. Und jetzt gucke ich mal, was da möglich ist. Eben, ich habe die 10er. Dann gehe ich mal mit der Umrahmung. Ich würde eigentlich sagen, das passt wunderbar. Wenn ich das füllen würde, finde ich nicht so schön, weil mir fehlen hier einzelne. Die könnte ich natürlich auch selber dazu fügen. Radial. Eigentlich auch ganz süß. Könnte man auch machen. Bin gerade am Überlegen. Gucken uns kurz an, wenn ich die Umrahmung mache, dann bin ich hier bei 40 Steinen. Wenn ich das radial fülle,
dann bin ich bei 109. Ich mache jetzt kurz keine und dupliziere das hier, damit wir dann den Vergleich haben. Das heißt, das hier mache ich mit der Umrahmung und das hier mache ich mit der radialen Füllung. Jetzt gebe ich hier mal die Steine frei, dito hier drüben. Und dann färbe ich die mal alle ein, damit ich das ein bisschen besser sehe. Verschiebe hier noch kurz einzelne, damit das so ein bisschen besser noch aussieht. Damit ich da nicht so Lücken habe. Ich würde sagen, ich bleibe beim Rahmen und nicht beim Ausgefüllten, weil, ja, wie gesagt, es ist mir schnell mal zu viel an Strasssteinen, von dem her bleibe ich bei diesem simplen Design hier. Sicherheitshalber gruppiere ich die auch noch kurz so drin. Dann gucke ich, dass ich oben und auf der Seite so ein bisschen Rand habe. Kurz gucken, dass ich mit der Matte gehen wir da so sicherheitshalber je ein Feld Abstand. Und ich kann das jetzt bei mir an den Plotter übergeben, weil ich denn die Silhouette Cameo verwende. Wenn ihr dieses Design im Silhouette Studio gemacht habt und das mit dem Brother Plotter verwenden wollt oder mit dem Cricut, dann könnt ihr hier auf Datei speichern als, dann auswählen, wo ihr das speichern wollt und da dann sagen als SVG-Datei, weil dann könnt ihr das dann einfach so wieder auf eurem anderen Plotterprogramm importieren. Da natürlich dann drauf gucken, dass die Größe stimmt. Also hier euch die Größe merken und dann, wenn ihr es importiert habt, weil zum Beispiel beim Cricut Design Space hat er ja die Tendenz, dass er die Größe einfach von alleine irgendwie anpasst. Und dann könnt ihr das einfach wieder auf die 55,02 jetzt bei mir oder eben die Größe, die ihr dann habt, das wieder anpassen. So, das ist das einzige Element, was ich auf der Matte habe, von dem her kann ich jetzt auf Senden gehen. Jetzt beim Material könnt ihr hier einfach nach dem entsprechenden Material suchen. Ich habe einfach mit Strass angefangen und dann kommt eigentlich schon dieses Strassstein-Vorlagematerial. Und dann wird mir hier auch schon angezeigt, Anpressdruck von 33, Geschwindigkeit 5, Durchgänge 2 und die Klingentiefe bei 6. Ich habe das Automatikmesser, von dem her sollte er das selber machen. Und dann kann ich schon mal die Matte vorbereiten. Bevor ich das Ganze schneide, mache ich natürlich noch kurz einen Test, einfach um sicher zu sein, dass das dann auch wirklich funktioniert. Na, hier unten könnt ihr da auf Test drücken und das dann noch kurz testen. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das anheben und dann seht ihr auch, ne, dass es das wunderbar geschnitten hat, das Viereck plus das Dreieck. Ne? Passt. Und da der Test jetzt erfolgreich war, kann ich ganz einfach das Design jetzt an den Plotter rüber schicken. Was ich jetzt vergessen habe, ist eine Box ringsherum zu machen zum Entgittern, was eigentlich besser wäre. Deshalb hebe ich das hier nur kurz ein bisschen an, damit ich sehe, wo ich das zurechtschneiden muss. Es hat bei mir so gut geschnitten, dass es sogar durch den Träger durch ist. Von dem her könnte man das durchaus noch ein bisschen weniger einstellen.
Und da ich vergessen habe, eine Box ringsherum zu machen, schneide ich das jetzt einfach ringsherum aus. Wenn ihr das macht, am besten macht ihr auf dem Arbeitsplatz einfach noch ein Viereck um euer Design herum. Dann geht es auch ein bisschen einfacher, das dann zu lösen. Oder dann habt ihr halt einfach schon die richtige Größe. So, jetzt habe ich hier ganz viele von diesen Punkten. Die würden eigentlich auf dem Träger bleiben. Da bei mir aber der Träger durchgeschnitten wurde, kleben die jetzt überall an meinen Fingern. Das ist super, um das zu zeigen, aber ihr seht dann auch gleich, ne, was da schief gehen kann. Ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe beim Test natürlich nur geguckt, ob es genug schneidet, um durchzuschneiden, aber nicht, ob es zu viel schneidet, was es hier getan hat. Dann habe ich hier schon meine Vorlage, den Rest könnt ihr natürlich für was anderes verwenden. Und jetzt brauchen wir zum Übertragen auch noch ein bisschen Material. Ihr könnt es natürlich auch ganz lassen und mit dem Ganzen arbeiten, aber naja, ich mache das hier so. Und das hier geht jetzt auf das mitgelieferte Karton, was ihr bekommen habt. Das heißt, ihr löst es hier einfach von dieser Trägerfolie. Und dann könnt ihr das auf den Karton draufkleben. Weil, wie gesagt, ne, dieses Design könnt ihr immer wieder verwenden. Und so haben wir hier unsere kleine Vorlage. Jetzt, um die Strasssteine hier reinzufügen, lege ich ein Blatt drunter, damit ich das nachher wieder, die zu viel sind, dass ich die dann einfacher wieder hier reinfüllen kann. Weil was ihr jetzt macht, ihr gebt jetzt großzügig hier, ne, die Strasssteine drauf. Dann nehmt ihr dieses Tool hier und streicht so ein bisschen Kreisbewegungen über das Design drüber. Und dann sollten eigentlich die Strasssteine sich in diese Löcher reinlegen. Ich habe jetzt zwei, die wollten nicht so richtig. Dann mache ich das jetzt einfach kurz manuell. Waren sogar 3. So. Das Ziel ist einfach, dass in allen Löchlein drinne ein Strassstein drin ist, und zwar in die richtige Richtung natürlich, nicht, dass der auf dem Kopf liegt. So, dann können wir die restlichen Steine wieder in die Tüte zurückfüllen und ihr seht, ihr braucht eigentlich gar nicht so viel. Und die müssen wir jetzt übertragen. Und zwar nehme ich eben hier die Übertragungsfolie. Und dann lege ich die, ich mache es meistens so von der Mitte aus, lege ich die drauf und dann nicht mehr verschieben, ne? Sondern einfach drauflegen und gucken, dass alle Strasssteine drauf kleben bleiben. Und dann solltet ihr die abziehen können.
so dass jetzt alle Strasssteine an der Übertragungsfolie kleben. Das bewege ich jetzt nicht mehr allzu stark, damit die jetzt nicht mehr rausfallen. Und die Vorlage, die könnt ihr eben wiederverwenden. Ich habe hier die Heat Press auf dem Tisch, mit der geht es auch natürlich besser mit der Happy Press, damit das nicht mehr verschiebt. Aber hier, wenn ihr darauf achtet, dass ihr nicht verschiebt, sondern wirklich schön drauf bleibt, dann könnt ihr auch die verwenden. Die habe ich auf 160 Grad für, und Sekunden sind zu viel, da gehe ich auf 20 Sekunden. So, dann muss ich bei meinem Täschchen da so ein Teflonkissen reinmachen, damit ich eine Ebene bekomme, weil das hier unten mit dem Boden nicht so richtig ist, nicht optimal, ne? Also ihr macht es euch einfacher, wenn ihr was habt, was flach ist, aber es sollte gehen. Und unten habe ich das Hitzekissen. Und da gehe ich jetzt mit dem Design drauf. Und das könnt ihr auch nur einmal machen. Versuche hier möglichst mittig zu bleiben. Achtung, das rutscht gerne, ne? Ich nehme da noch ein Backtrennpapier, gehe da drauf. Und jetzt gehe ich da schon mit Druck drauf, ne? Also drauflegen, starten und damit Druck drauf gehen. Hängt natürlich auch drauf, ist natürlich auch abhängig davon, auf was ihr das aufbringt. Bei mir ist es ein relativ fester Stoff. Jetzt hoffe ich, dass das hält. Sieht definitiv so aus. Die Übertragungsfolie könnt ihr wiederverwenden, ne? Ja. Es sieht so aus, als ob das tatsächlich dran bleibt. Also ich kann da mit den Nägeln dran und es hält. Von dem her hat das wunderbar funktioniert. Und so haben wir wunderbar das Herz auf den Stoff übertragen. Wie gesagt, ich mag es nicht so, wenn es Riesendesigns sind, aber für so kleine Sachen finde ich es wirklich süß. Ich kann mir das auch gut vorstellen, so einen Osterhasen irgendwo aufzubringen. Sieht sicher auch ganz cool aus. Aber eben, ne, ihr macht es so, wie das euch am besten gefällt. Und so einfach könnt ihr halt einfach im Silhouette Studio, wenn ihr die, ich glaube es ist ab der Design Edition, könnt ihr so ein Design selber aufbereiten, damit es dann eben funktioniert mit den Strasssteinen. Halt einfach gucken, dass es eher was Größeres ist, weil die Motive sonst nicht erkennbar sind. Oder ihr habt dann noch kleinere Steine. Und ja, wenn ihr die Business Edition habt vom Silhouette Studio, dann könnt ihr auch die Designs dann exportieren als SVG und sowas auch mit dem im Cricut Design Space, mit dem Cricut Maker oder der Cricut Joy, ne, für kleine Motive, oder mit dem Brother, ne, wo ihr das dann mit im Brother Canvas darin aufbereiten könnt und das dann mit dem Plotter oder mit diesen Plottern schneiden könnt. Aber das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich eben die Option, wie ihr Strasssteindesigns selber machen könnt und das auf Stoff übertragen könnt. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und ihr habt Lust, sowas selber auch auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich natürlich unten wieder reinmachen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag und hoffe natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!